Ja Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute stellen wir uns eine wichtige Frage. Steckt eine bestimmte Taktik hinter der Kaderplanung von Ottmar Schork, beziehungsweise stellt man sich da eine bestimmte Taktik vor, die man gerne erreichen möchte mit diesem Kader? Denn nach aktuellem Stand hat man 3 Leihen gemacht, 3 sehr interessante Leihen. Auch darauf werden wir gleich mal sehr speziell gucken, auf den Transfermarkt und vor allem die möglichen Transfers, die wir noch haben. Wie gesagt, über Kalidou Sané haben wir ja bereits gesprochen. Das ist das letzte Video, schaut euch das unbedingt an und da auch nochmal ein paar neue Infos bekommen. Der FCM geht vom Gefühl her ein bisschen all in, was vor allem die Line angeht und vor allem die Topspieler, denn viele Topspieler werden sehr wahrscheinlich einen auslaufenden Vertrag haben, wenn wir uns allein schon nur das hier angucken. Gehen wir hier drauf auf den Kader, wir gucken uns gerne den Kader im Detail an und sprechen gerne über die Fakten, die wir hier haben. Auslaufende Verträge hat Hugonet nach der Saison. Bei Mathisen weiß man es nicht, da könnte es durchaus der Fall sein. Max Geschwill, Daniel Heber hat erst verlängert, also wird dementsprechend bleiben. Bei Andi Hoth ist es auch unbekannt. Wäre natürlich auch ein Topspieler, genauso wie bei Tobi Müller. Lubam Musunda läuft auch aus, auch er ein Topspieler beim FCM aktuell. Dann zudem wissen wir es bei Bockhorn nicht, bei ihm könnte der Vertrag auch enden. Silas Gnaka läuft auch aus, das gleiche gilt für Conor Krempicki, der zwar keine Rolle mehr spielt, aber trotzdem ausläuft natürlich. Laurin Ulrich, auch dieser Vertrag wird auslaufen. Rein Grieb hat einen langfristigen Vertrag. Bei Elseng weiß man es nicht, bei Leibniz hoffe ich persönlich, dass er ausläuft. Barisch Adek hat erst verlängert, Alexander Neuenberger ebenfalls, Diawara auch. Mit dem Neuzugang Noah Pesch, auch einer der Leihspieler, wird natürlich auch dann sehr wahrscheinlich gehen. Und damit haben wir schon sehr viele Baustellen definitiv nach diesem Jahr. Und würden dann natürlich einen großen Kaderumbruch haben. In einem Fall, wenn diese Jungs sich verlängern, und das sind alle Spiele definitiv von einem höheren Format als nur zweite Bundesliga, die können sicherlich erste Bundesliga spielen, vor allem viele von denen, die ich da genannt habe. Die große Frage ist aber wirklich, was ist der Plan dahinter? Wir müssen sagen, das ist der beste FCM-Kader, der jemals so stand. Das ist ganz klar, darüber brauchen wir uns gar nicht diskutieren. Nominell von namentlich der beste Kader. Es gibt sehr interessante Spieler, die gekommen sind oder auch gegangen sind, wie Livan Busch und Mohamed Hernkuri. Dafür sind, wie gesagt, identische Ersatzspieler gekommen. Man hat den gleichen Kader behalten, man hat einen neuen Trainer mit nochmal ein bisschen Taktikverfeinerung. Wenn man dann ankommt, kann es gut werden. Auch darüber müssen wir klar sprechen, denn der FCM hat im Endeffekt nichts falsch gemacht in dieser Transferphase. Bis jetzt keinen Topspieler wirklich abgeben müssen, den man wirklich freiwillig abgegeben hat für Geld. Hat persönlich aber eingekauft, um Abgänge zu kompensieren und sich immer breiter, vor allem in der Qualität aufzustellen, was man versucht hat. Aktuell noch nicht perfekt gelungen, mit Max Geschwill jetzt den nächsten Schritt dazu gegangen. Die ganzen Line natürlich, wie gesagt, ein bisschen schmerzvoll, vor allem ohne Kaufoption, das tut weh. Aber trotzdem könnte da möglicherweise noch was passieren. Vor allem mit Kalidou Sané, der dann nochmal sehr interessant wird, und einem Kader, der wirklich, wenn man namentlich draufkommt, ein absoluter guter Kader für die zweite Bundesliga ist, mit vor allem gewissen Einzelqualitäten, die wir vor allem in unseren Reihen haben, vor allem in der Offensive, mit einem Rein Grieb, der jetzt dazu kommt, einem Martin Kars und Barisch Artig. Allein schon die 3 zu nennen, reicht schon, um mich persönlich von der Mannschaft zu überzeugen. Und daher nennen wir noch gar nicht andere Spieler wie John Hugonet oder auch Markus Mathisen. Auch in Laurin Ulrich, definitiv nicht zu vergessen. Die Namen sind mittlerweile, glaube ich, in der zweiten Bundesliga überall bekannt. Und damit wird es interessant, was der Plan dahinter ist. Viele laufen aus. Was willst du erreichen? Was sind deine Ziele für die Saison? Man muss gucken, wie man reinstartet in die Saison. Auch das ist klar, man hat einen neuen Trainer. Da braucht man Zeit, Anlaufzeit. Man hat aber gute Spiele bis jetzt gesehen. Vor allem, welche Spiele sehr interessant waren. Braunschweig persönlich für mich kein schlechtes Spiel gespielt. Du gehst dann natürlich unglücklich vom Feld mit einem Treffer, der niemals passiert in einem normalen Spiel. Das ist ein Treffer, der wirklich, den macht er nie wieder in seinem Leben. Auch das gehört zum Fußball, das musst du akzeptieren, aber da musst du stärker wiederkommen, das hat man gemacht. Nach sehr viel Kontrolle gegen Braunschweig hat man es tatsächlich ein bisschen umgeschaltet in Dresden auf mehr Konterspiel, hat das sehr gut gemacht. Spielen die Konter noch ein bisschen besser raus, gewinnst du vielleicht auch 1-4 in Dresden, nutzt Martin seine Chancen, gewinnst du vielleicht 1-4 in Dresden, fängst du gegen Braunschweig deine Chancenverwertung ein bisschen besser an,
gewinnst du vielleicht gegen Braunschweig 4-1, 4-0. Niemand weiß es und dann redet niemand von einem Abstiegskampf, so wie es vielleicht nach dem Braunschweig-Spiel war, sondern eher von was ganz anderem. Und das ist Fußball. Und da müssen wir dann noch drauf schauen, was dann genau passiert. Wie gesagt, persönlich meiner Meinung nach ist der Kader absolut top aufgestellt. Namentlich in der ersten Reihe. Zweite Reihe muss noch was kommen, um da nochmal ein bisschen besser zu sein. Wie gesagt, im Normalfall sollten Spieler wie Sogovic kein Teil des Kaders sein, so wie es klingt. Aber dafür ist das Niveau von ihm noch leicht zu schlecht. Wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn einige Jugendspieler, vor allem unter Fiedler, es schaffen, endlich hoch rauszukommen. Dazu zählt ein Sogovic. Wichtig, dass er Einsatzminuten bekommen hat. Und ich finde auch, dass wir mit Markus Fiedler vor allem einen interessanten Trainer für die zweite Liga geholt haben. Vor allem, das ist ja das System in der zweiten Liga. Junge Spieler einkaufen, teuer verkaufen und so geht das vor allem für die Zweitligisten, bis sie vielleicht irgendwann den großen Sprung schaffen in die erste Liga und dann nochmal richtig shoppen können. So ist der Fußball. So ist meine Meinung darauf. Was wirklich das Ziel vom Verein wird, kann man natürlich so nicht sagen. Man hat gesagt, man will sich verbessern. Das ist das klare Ziel für jede Saison. Persönlich denke ich aber, dass das schwierig wird. Es wird eine schwierige Saison. Jedoch sehe ich auch Vorteile in dieser Saison, denn sie ist nicht mehr so stark besetzt, diese Liga, wie vor einem Jahr meiner Meinung nach mit Köln. Hamburg hatte man nominell noch viele einzelne Topspieler. Jetzt viele Teams, die sehr, sehr unterperformt haben. Und da würde ich gerne von 13 Teams in dieser Liga reden, die wirklich nicht gut sind. Aktuell, was Form angeht, wo die auch spielerisch gar keine Lust haben mitzuspielen. Bist du eine spielerische gute Mannschaft, und das sind wir definitiv, hast du gute Chancen in dieser Liga zu bestehen. Das vor allem, da müssen wir drauf gucken. Eine Chancenverwertung erarbeiten und dann sind wir ein Top-Team. Ganz einfach gesagt, auch wenn ich weiß, dass viele das nicht hören wollen, es ist so. Ich freue mich sehr auf die Entwicklung der Mannschaft, denn da wird einiges passieren in der Saison, vor allem wenn Fiedler immer noch weiter reinrutscht in die ganze Entwicklung und sich etablieren wird als Chefcoach beim FCM, denn der Mann wird definitiv nicht entlassen, da bin ich mir sehr sicher, dafür ist seine Leistung bereits jetzt schon sehr, sehr überzeugend. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, unbedingt eure Meinung in die Kommentare, übertreibe ich, oder sagt ihr, ja, das könnte passieren, das ist sehr, sehr wichtig. Ich persönlich sehe das einfach so, dass man da theoretisch die Möglichkeit hat, einen großen Schwung zu machen und vielleicht nochmal so eine ähnliche Saison wie letzte Saison zu spielen, bloß mit anderen Trainern an der Seite.